Super. Jetzt nur noch den Schleier und fertig ist die Tanja. Na, du bist völlig überzeugend. Gero meint, das Kind könnte behindert oder missgebildet sein. Wegen der Chemotherapie. Sie können froh sein, dass ich diese Brut überhaupt in mein Haus gelassen habe. Aber Frau Gräfin. Frau Gräfin, die Frau Gräfin hat genug. Sie können mich mal. Und wenn ich wiederkomme, will ich keinen mehr von euch hier sehen, damit das klar ist. Gräfin von Anstetten, die Hexe von Friedenau. Sogar mit Bild. Oh nein! Tja, dieser Journalist scheint kein Musikfan zu sein. Und? Was schreiben die anderen? Nichts Schlimmes, alles in Ordnung. Wir sind die Einzigen. Na, ärgerlich, dass die so eine hohe Auflage haben. Aber mach dir nichts draus. Die paar Millionen Leser vergessen schnell. Ja, die Leser vielleicht, aber ich nicht. Ich werde rausfinden, wer das war. Den Journalisten? Nein, wer mich ins Bad eingesperrt hat. Hast du denn schon einen Verdacht? Nein, aber so viele Leute kommen doch nicht in Frage. Christoph, Barbara, Kathi. Ich würde denen das allen zutrauen. Christoph, Barbara. Also ich weiß nicht. Dann schon eher Kathi. Ja, bloß wie kann ich das beweisen? Tanja wird toben, wenn sie das liest. Tja, selber schuld. Wie kann man nur so herzlos zu den armen Kindern sein? Eben, so macht man sich jedenfalls keinen guten Namen. Und Ratschan fand das auch voll scheiße, wie sie sich benommen hat. Endlich hat er gemerkt, was für eine linke Ratte sie ist. Na, jetzt ist er sicherlich enttäuscht. Und wie? Er will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Da wird Tanja aber traurig sein. Ja, vor allem, weil sie jetzt nicht mehr an seine Kohle rankommt. Ratschan wird den Teufel tun und das Geld in ihre Stiftung stecken. Und hat er sich wenigstens bei dir entschuldigt? Ich meine, weil er dir nicht sofort geglaubt hat. Ja, das kann man wohl sagen. Er hat mich sogar geküsst. Nein. Doch, auf den Mund, gestern Abend. Und ich sag dir, das war erst der Anfang. Und? Alle Noten vergeben? Meine auch? Klar. Gib mir doch mal deinen Lehrerkalender. Das kannst du total vergessen. Warum? Wenn die anderen eh schon denken, dass du mir alles erzählst, dann will ich die Noten auch wissen. Das fällt völlig aus. Dann sag mir wenigstens, dass ich keine Eins habe. Du und eine Eins. Du hast wohl die letzte Klausur vergessen. Das war noch eine 3. Dann habe ich eine 2. 2 plus? Du kriegst genau die Note, die du verdienst, okay? Na toll. Bin ich ja genauso schlau wie vorher. Na schön. Dann ist morgen die Überraschung umso größer. Wie spät ist es eigentlich? Ich habe noch was vor. 6:30. Moment. Hier, das ist es. Die Uhr. Warum ist mir das nicht sofort aufgefallen? Das ist Jackies Uhr. Kathis Freundin. Mein Gott, ich hätte sofort drauf kommen müssen. Mein Gott, Clarissa, verstehst du nicht? Das ist Jackie in meinem Kostüm. Du hast Jackie dein Kostüm genäht? Ach nein, natürlich nicht. Sie muss sich irgendwo eins besorgt haben. Einfach unglaublich. Und Kathi? Meinst du, sie hat sie dazu angestiftet? Ja, wer sonst? Aber das wird sie noch bereuen. Spätestens, wenn ich Ratschan über seine kleine Freundin aufgeklärt habe. Die beiden sind zwar clever, aber nicht clever genug. So, da bin ich wieder. Ja, Frau Sander, Sie sind tatsächlich schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Und was ist mit dem Kind? Wird es gesund sein? Das kann ich weder bei diesem Test noch bei einer Ultraschalluntersuchung erkennen. Dazu müssen wir in einigen Wochen eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen. Das ist die einzige Möglichkeit, eine eventuelle Behinderung des Kindes festzustellen. Die Entnahme von Fruchtwasser stellt im Normalfall kein Problem dar. Sie sollten allerdings wissen, dass es in Ausnahmefällen eine Fehlgeburt einleiten könnte.
Ich könnte das Kind verlieren? Deshalb entnimmt man auch nur dann Fruchtwasser bei Schwangeren, wenn gewisse Risikofaktoren vorliegen. Die Chemotherapie, die Sie seinerzeit bekommen haben, könnte das Erbgut geschädigt haben. Es wäre empfehlenswert gewesen, Ihren Kinderwunsch noch etwas zurückzustellen. Ich meine, hat man Sie denn bei den Nachsorgeuntersuchungen nie darüber aufgeklärt? Nein. Bitte, Frau Sander, regen Sie sich jetzt nicht auf. Lassen Sie uns doch erst den Test abwarten. Vielleicht haben Sie Glück und Ihr Kind ist vollkommen gesund. Und wenn nicht, dann... Dann was? Dann sehen wir weiter. Guten Morgen. Tanja. Was willst du? Ich muss nur kurz was mit Kathi klären, aber bleib ruhig hier, es wird dich auch interessieren. Wer ist das? Na, wer wohl? Tanja, was soll das? Moment. Kommt dir die Uhr bekannt vor? Die Uhr? Nee, die kenne ich nicht. Komisch. Wo deine beste Freundin doch genau so eine trägt. Ich verstehe nicht. Du verstehst ganz gut. Das ist nicht meine Uhr. Das ist Jackies Uhr und ich habe sie mir auch nicht von ihr geliehen. Die beiden haben sich ein Kostüm besorgt, was meinem gleicht, haben mich ins Bad eingesperrt und dann haben sie all das gemacht, was hier in der Zeitung steht. Verstehst du, was sie meint? Nein, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Jetzt habe ich aber genug von deinen Lügen. Gib's endlich zu, du hast dir das alles ausgedacht, um mich vor Rajan schlecht zu machen. Wenn du es nicht zugibst, dann knöpfe ich mir Jackie vor. Und wenn das alles nichts hilft, dann gehe ich in den Kostümverleih. Die können sich mit Sicherheit noch an euch erinnern. Und dann gibt's eine Anzeige wegen Verleugnung. Jetzt gib's zu, warst du's oder warst du's nicht? Nein, Ich kann auch Schwester Margot herholen, die erinnert sich mit Sicherheit noch an Jackies Stimme. Wieso sagst du nichts? Sag mir die Wahrheit. Wart ihr es oder wart ihr es nicht? Naja. Kathi, ich möchte nur ein Wort hören. Ja oder nein? Ja, wir waren's. So, meine Lieben, jetzt schlägt gleich die Stunde der Wahrheit. Ich werde euch jetzt eure Zeugnisnoten verlesen. Das ist zwar eigentlich nicht üblich, aber weil ihr alle so wahnsinnig neugierig auf eure Noten seid, meinetwegen. Am besten verlese ich die Noten gleich alphabetisch. Zu einigen Leuten möchte ich allerdings kurz vorher noch was sagen. Gerolf, du hast dich leider verschlechtert. Ich musste dir eine 5 geben. Eine 5? Wieso das denn? Klausuren plus mündliche Leistung. War beides zusammen mangelhaft. Aber davon kommst du bestimmt im nächsten Jahr wieder runter. Lena, bei dir war es auch nur eine 4. Das kannst du auch besser. Eine 4? Ich hätte mindestens eine 3+ verdient. Das sehe ich anders. Aber wenn du dich nur ein bisschen mehr anstrengst, dann wird das im nächsten Halbjahr sicher besser. Wir haben allerdings auch einige sehr erfreuliche Ergebnisse. Besonders erfreulich sind die Noten von Erik und Anna. Ihr bekommt beide eine 1. Eure Leistungen waren im letzten Jahr wirklich hervorragend. Ich habe versucht, Tim auf der Baustelle zu erreichen. Normalerweise hat er da auch ein Handy. Naja, Gott sei Dank hast du ja Zeit. Wir versuchen es nachher noch mal, sonst erzählst du es ihm heute Abend. Am Telefon ist er eh nicht so passend. Ja, aber das wird nicht leicht. Er freut sich so auf das Kind. Hast du nichts von Geros Verdacht erzählt? Doch, klar. Aber Tim ignoriert den Gedanken an ein behindertes Kind. Er meint, das geht schon alles gut. Ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn wir vor die Entscheidung gestellt werden. Was ist? Und was willst du? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich es abtreiben kann. Ich weiß natürlich nicht, wie Tim reagiert. Egal, wie er reagiert. Ich werde immer für dich da sein. Ich will, dass du das weißt. Und wenn ich das Kind mit dir großziehen muss. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke. Das ist lieb von dir. Aber wie meinst du das? Glaubst du, Tim will das Kind nicht, wenn es behindert ist? Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Und jetzt komm. Christoph wartet schon. Weiterhin bekommt Frank eine 3-, Marco eine 4 und Reza eine 2. So.
Gibt es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, sonst was zu den Noten? Moment, nicht alle auf einmal. Gerolf. Warum kriege ich eine 5? Ich verstehe das einfach nicht. Wie gesagt, deine Leistungen waren einfach nicht ausreichend. Klar, weil ich auch keine so guten Beziehungen habe. Ihr könnt mir glauben, dass ich mich um eine faire Benotung bemüht habe. Wenn du durchgängig Vieren geschrieben hättest, könnten wir uns die Diskussion ersparen. Anna hat auch nicht durchgängig Einsen geschrieben und kriegt trotzdem eine. Anna ist mündlich sehr gut. Ach, deshalb? Du weißt genau, wie ich das gemeint habe. Anna hat immer mitgemacht. Er fragt sich nur, wobei. Jetzt reicht's mir aber. Wenn ihr das unter Diskussion versteht, dann muss ich das jetzt leider beenden. Wer noch Fragen hat, der kann sich nach der Stunde an mich wenden. Bedankt euch bei Gerolf und Lena. Ach, darf man jetzt nicht mehr mal seine Meinung sagen? Nicht in dem Stil. Ach, das entscheidest du, oder was? Das ist ja sehr demokratisch. Schiebung, 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 Schiebung. Was ist denn hier los? Schiebung, Schiebung, Schiebung. Paul! Gero hat mich draufgebracht. Aber ich wollte erst die Untersuchung von Dr. Mersheim abwarten, bevor ich euch was sage. Nun hat der eben bestätigt, was Gero schon vermutet hat. Ein behindertes Kind. Das wäre schrecklich. Na gut, aber das muss noch lange nicht heißen, dass es wirklich so ist. Es könnte nach wie vor alles in Ordnung sein. Er kann doch gar nichts Genaueres sagen. Er hat noch nicht mal diese Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Hast du dir überlegt, was du machen wirst, falls sich herausstellt, dass das Kind hat? Das wäre eine lebenslange Aufgabe. Sind doch Kinder immer. Schon. Aber so ein Kind ist in jeder Situation auf deine Hilfe angewiesen. Immer. Andererseits kann ich dir als Mutter nur sagen, dass es ein Teil von dir ist, dass du es lieben wirst, egal welche Behinderung es hat. Vielleicht wirst du es gerade deswegen sehr lieben, weil es so hilflos ist und auf deine Fürsorge angewiesen sein wird. So ein Kind ist ein Geschenk. Man sollte es so nehmen, wie es ist. Lass es doch auf dich zukommen. Und wenn wirklich irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollten, was wir alle nicht hoffen, dann sind wir alle da, um dir zu helfen. Wir, deine Familie und dein Mann. Immerhin hatten wir schließlich eine Menge Spaß. Wie die Schwester mich angeguckt hat, als ich den Kindern die Geschenke wieder weggenommen habe, das war schon klasse. Ich will davon nichts mehr hören, ja? Diese ganze Scheißaktion war voll für den Arsch. Okay, dann lass uns was unternehmen. Wie wär's, wenn wir eine Runde shoppen gehen? Ach nee. Ach komm. Ich brauche mal wieder ein paar neue Klamotten. Ich habe gar nichts mehr anzuziehen. Ja, dann geh du, ich bleib lieber hier. Ach Mann, ohne dich macht das aber keinen Spaß. Außerdem musst du mich beraten. Dann zeige ich dir auch den neuen Laden in der Stadt. Da findest du bestimmt ein paar super scharfe Teile. Und Rajan vergisst du darüber hinaus auch. Ich wünschte, ich müsste ihm nie wieder über den Weg laufen. Na, in der Boutique triffst du ihn garantiert nicht. Und ich sag noch, gib mir keiner Eins. Und was ist? Anna und Erik kriegen eine Eins. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ich habe mir gedacht, dass Erik und Anna eine 1 verdient haben. Aber es wäre doch völlig in Ordnung gewesen, wenn du mir eine 2 gegeben hättest. Da hätte keiner was gesagt. Ich kann dir doch nicht absichtlich eine schlechtere Note geben, bloß damit die anderen nicht neidisch werden. Ach, und warum nicht? Ich dachte, wir sollten vorsichtig sein, damit ja keiner behaupten kann, dass du mich bevorzugst, ha? Ich bin nur gerecht. Na toll, auf die Art von Gerechtigkeit kann ich gut verzichten. Anna, ich kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Selbst wenn ich wollte. Wenn ich jetzt dem Druck nachgebe, dann würde ich eingestehen, dass ich dich falsch benotet habe. Und das ist nicht der Fall. Jetzt ist es schon mal passiert. Jetzt müssen wir auch dabei bleiben. Ja, toll. Wir bleiben dabei, aber ich kann das ausbaden. Weißt du eigentlich, was ich mir für Sprüche anhören muss, wenn du nicht dabei bist? Dagegen war das heute in der Klasse vergleichsweise harmlos. Ich stehe dir natürlich bei. So gut ich kann. Davon habe ich bis jetzt aber noch nicht viel mitgekriegt. Danke. Barbara und Christoph waren so süß, so hilfsbereit. Wenn das Kind wirklich behindert ist, dann wollen sie mir helfen und so. Ich glaube, für Christoph kommt eine Abtreibung auch gar nicht in Frage. Würdest du denn? Ich meine, wenn das Kind wirklich behindert wäre? Ich weiß es nicht, Gero. Ich habe mir über dieses Thema noch nie Gedanken gemacht. Aber ich glaube, ich wäre auch eher dagegen.
Und Tim? Noch keine Ahnung. Das klingt auch komisch, wo er mein Mann ist, nicht? Nein, aber ich habe keine Ahnung, wie er darüber denkt. Wir haben über sowas auch noch nie konkret gesprochen. Naja, wenn man sich kennenlernt, dann fragt man sich auch nicht gleich, wie denkst du über Abtreibung? Was hältst du vom Kruzifixurteil und welche Partei wählst du? Ja. Aber ich glaube, er wäre auch dafür, das Kind zu behalten. Er hat sich so darauf gefreut. Außerdem hat er mich praktisch dazu gedrängt, jetzt schon Kinder zu kriegen. Ich hätte ja noch ein bisschen gewartet. Da kann er wohl jetzt schlecht einen Rückzieher machen, nicht? Eben. Insofern bist du mit deinem Problem wenigstens nicht allein. Deine Familie, deine Freunde, dein Mann, alle helfen dir. Hm? Ja, das stimmt. Und trotzdem, die Entscheidung muss ich ganz alleine treffen. Die kann mir keiner abnehmen. Leider. Ich kann ja noch verstehen, dass Lena und Gerolf sauer sind. Die haben sich halt eine bessere Note ausgerechnet. aber wieso diese Missgunst gegen Anna? Da fragst du noch. Anna und du, ihr seid zusammen, oder nicht? Naja, und dann gibst du Anna eine 1, obwohl sie in der einen Klausur eine 3 geschrieben hat. Ich meine, da muss man doch denken, da... Oder nicht? Na gut. Also die anderen denken, dass ich Anna bevorzuge. Aber warum sagst du ihnen dann nicht, wie es ist? Du hast auch eine 1. Ja, Moment, ich habe ja auch keine 3 geschrieben. Ah, du weißt wie ich, dass Anna diesen Ausrutscher zigmal wieder wettgemacht hat. Wenn du den anderen sagen würdest, dass Anna die Note verdient hat, dann würden sie denken, ich würde mich bei dir einschleimen. Oder ich würde mich für die Note revanchieren, die du mir gegeben hast. Also tut mir leid, da kann ich echt nichts machen. Aber Erik, Anna braucht jetzt deine Hilfe. Du bist der Einzige, der... Scheiße, Moment. Corinna, was machst du denn hier? Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Oh, du hast Besuch. Hallo, Erik. Frau Adler. Ja, dann bin ich wohl weg, ja? Ich wollte sowieso gehen. Tschüss, Erik. Und denk mal drüber nach. Ja. Vielleicht kannst du ja mal mit Lena und Gerolf reden. Mal sehen. Willst du einen Kaffee? Nee, du, ich habe keine Zeit. Ich wollte nur mal nachfragen, was heute in deiner Deutschstunde los war. Oh. Zwergenaufstand. Dass die das damals aber auch nicht gesagt haben in dem Krankenhaus. Ich hätte nie auf das Kind bestanden, wenn ich gewusst hätte, was da für ein Risiko dabei ist. Ja, ich finde es auch ziemlich unmöglich. Naja, was soll's. Jetzt bin ich schwanger. Ja, ich freue mich auch unheimlich. Es ist einfach nur... Nur? Mensch, wenn man sich ein Kind wünscht, dann stellt man sich natürlich vor, dass es gesund wird. Das ist schon ein komischer Gedanke, dass es behindert sein könnte oder missgebildet. Man stellt sich natürlich vor, dass man draußen rumrennt und spielt und tobt. Und naja, und wenn es dann nicht geht, wenn es im Rollstuhl sitzt oder... Oder was? Ach, oder geistig behindert ist, dann... Dann was? Was ist dann? Julia, mit so einem Kind ist alles völlig anders. Du willst es nicht. Nein, so kann man das nicht sagen. Hast du eine Ahnung, was da auf uns zukommt? Du willst kein behindertes Kind. Das ist unbequem. Peinlich. Damit kann man nicht rumtoben. Willst du das sagen? Es ist mir nicht peinlich. Es ist nur eine wahnsinnig große Belastung. Ich glaube, du stellst dir das alles ein bisschen zu einfach vor. Mein Gott, Tim. Wer sagt denn, dass ein Kind einfach ist? Glaubst du, ein normales, gesundes Kind macht dir nicht auch einen Haufen Sorgen? Nein, aber... Es könnte ihm was passieren. Es könnte Drogen nehmen, es könnte missbraucht oder krank werden. Oder dachtest du, ein Kind ist ein Wesen aus der Werbung, was man mit einem Schokoriegel ruhig stellen kann? Nein, das denke ich ganz bestimmt nicht. Aber es ist doch wohl ein Unterschied, wenn es von vornherein ein Problem hat, oder nicht? Ja, sicher. Wer schafft sich schon freiwillig ein Problem an? Julia, der Arzt hat doch gesagt, dass wir später wahrscheinlich ein ganz gesundes Kind bekommen können. Lass uns doch einfach ein bisschen warten und es später einfach nochmal versuchen. Dafür ist es zu spät, Tim. Gib doch
doch zu, dass du eine Abtreibung willst. Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber gemeint. Okay, wenn das deine Meinung ist, bitte. Ich kann es mir nicht so leicht machen. Der Typ in dem Jeansladen war so süß, der hätte mir gerne beim Anprobieren helfen können. Aber du standest ja mehr auf den Verkäufer in diesem Schuhladen. Quatsch. Ach komm, ich hab doch gesehen, wie du den die ganze Zeit angeschaut hast. Ach, das Fräulein mit der auffälligen Uhr. Und Kathi, was dich betrifft. Rajan wird bei mir am Ostflügel wohnen bleiben. Mit Lügnern und Menschen, die Waisenkinder für einen privaten Kleinkrieg missbrauchen, will ich nichts zu tun haben. Tja, Frau. Hadler. Corinna Hadler. Na, du weißt schon. Sie hat das Band abgespielt. Ach, Sie waren das? Ja, eine dumme Geschichte. Ich habe Anna schon gesagt, dass es mir leid tut. Von daher fühle ich mich natürlich auch verantwortlich für die Geschehnisse der letzten Zeit. Das hilft den beiden auch nicht weiter. Ja, schon, aber ich dachte eben, ich könnte das wieder gut machen. Anna, ich habe das mit Ihren Deutschnoten mitbekommen. Was denn, die Noten sind schon raus? Ja und? Eine 1, leider. Ja, Annas Mitschüler glauben eben, dass dies eine Gefälligkeitsnote ist. Anna ist eine gute Schülerin. Nun, da Herr Schöner und Anna einen sehr engen außerschulischen Kontakt pflegen, zweifeln einige Schüler und Eltern an der Objektivität seiner Bewertung. Naja, und Frau Gassner erweckt deshalb schon eine Klage. Eine Klage? Aber das ist doch lächerlich. Ich weiß nicht. Ich traue Frau Gassner durchaus zu, dass sie ernst macht. Es wäre auf jeden Fall für alle Seiten das Beste, wenn der Konflikt so schnell wie möglich entschärft wird. Also Konflikt, Herr Brandner, bitte unterschätzen Sie nicht den Druck, den die Mitschüler auf Anna ausüben. Es wäre wirklich besser, ihr das zu ersparen. Worauf wollen Sie hinaus? Ich würde Anna empfehlen, die Schule zu wechseln. Wie bitte, ich soll was? Sie wollten doch die Schule wechseln, das haben Sie Paul und mir versprochen. Aber Anna, es geht doch jetzt um was ganz anderes. Ja, natürlich. Sie wollen mich doch bloß loswerden, damit Sie endlich an Paul rankommen. Was können Sie vergessen? Ich bleibe und damit basta. Gut, Anna, ich habe Sie gewarnt. Dann müssen Sie mit den Konsequenzen leben. Wiedersehen. Bitte bemühen Sie sich nicht. Aber die gibt wohl nie auf. Hi. Hallo, komm rein. Wie geht's, Julia? Ich glaube nicht so gut. So, da bin ich. Hi, schön, dass du gekommen bist. Bitte setz dich doch. Ich muss euch was sagen. Und ich möchte, dass Jan dabei ist. Also, es geht um das Kind. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich weiß jetzt, was ich tun werde.